Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY-Video. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie du aus einer ganz normalen Fließdecke eine Sailor Moon Fließdecke machen kannst. Wenn du Sailor Moon kennst, dann weißt du ja bestimmt, wie Bunnys oder Usagis Bettwäsche aussieht. Ich habe mich davon inspirieren lassen und möchte dir heute gerne zeigen, wie du so eine ganz normale Fließdecke in so ein schönes Sailor Moon Schmuckstück verwandeln kannst. Wie immer, bevor es mit dem Video losgeht, eine Frage des Tages an dich. Welche sind denn deine Lieblings-Magical Girl, Anime und Manga? Schreib mir das doch super gerne mal in die Kommentare. Ich habe auch einen Kommentar da gelassen und meine Lieblinge aufgezählt, weil ich glaube, das würde hier den Rahmen sprengen. Ich bin natürlich mit Sailor Moon groß geworden, deswegen liebe ich Sailor Moon über alles. Und ich glaube, wer eine Magical Girl Serie gerne mag, der mag auch alle anderen. Also wie gesagt, ich habe den Kommentar unten hingeschrieben und da kannst du ja mal schauen und mir vielleicht gerne dazu schreiben, welche Anime und Manga aus dem Bereich Magical Girl du gerne magst. Und damit legen wir jetzt los. Ich zeige dir jetzt, wie du deine Fließdecke in eine Sailor Moon Fließdecke verwandeln kannst. Viel Spaß! Für deine Sailor Moon Decke brauchst du natürlich erstmal eine fliederfarbene Fließdecke. Auf Bunnys Decke sind ein Halbmond, Sterne und ein kleiner Hase zu sehen. Diese 3 Motive kannst du dir richtig gut aus günstigen Fließdecken, zum Beispiel von Teddy oder Kick, ausschneiden. Alle weiteren Materialien für deine Fließdecke werde ich dir gleich in der Anleitung vorstellen und du findest natürlich auch alle Materialien in der Videobeschreibung. Damit das Ganze einfacher wird, solltest du dir Schablonen von den 3 Motiven machen. Du kannst hier einfach gern das Video an den entsprechenden Stellen anhalten, einen Screenshot machen und dir dann die Motive abmalen. Oder du malst sie einfach selber. Diese Schablonen legst du dann auf die Fließdecken drauf und malst sie einfach mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift ab. Anschließend schneidest du die Formen natürlich aus. Ich würde dir hier empfehlen, erstmal alle Formen auszuschneiden, die du brauchst, um dir die Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Ich habe auf meiner Decke 12 Monde, 12 Sterne und 11 Hasen aufgenäht. Und wenn du diese dann fertig ausgeschnitten hast, dann platzierst du dir deine Decke schon mal. Ein kleiner Tipp von mir: Es ist sehr viel einfacher, die ganzen Motive aufzubringen, wenn du dir die Decke flach auf den Fußboden hinlegst. Darauf verteilst du jetzt deine ganzen Motive und fixierst diese. Das hier ist ein kleiner Hack von mir. Du kannst dafür richtig gut einen Klebestift verwenden. Den trägst du einfach auf die Rückseite deiner Motive auf und klebst sie dann auf deiner Decke fest. Drücke das Ganze richtig schön an, damit die Motive auch ordentlich fixiert sind. Und keine Angst, dieser Kleber wäscht sich bei der ersten Wäsche einfach aus. Das ist wirklich jetzt nur zur Fixierung. Dann brauchst du Nähgarn in den entsprechenden Farben und eine Nähnadel, denn wir werden diese Motive jetzt mit der Hand aufnähen. Du kannst die Motive natürlich auch mit einem Stoffkleber aufkleben oder wenn du eine Nähmaschine hast, dann nähst du sie einfach auf. Aber ich möchte hier gerne die Variante mit der Hand zeigen. Dafür fädelst du dein Nähgarn jetzt einfach durch deine Nadel durch, machst am Ende einen Doppelknoten und dann geht's auch schon los. Stecke die Nadel von unten in dein Motiv rein, ich fange hier bei dem Mond an, und ziehe den Faden vorsichtig ganz durch. Jetzt setzt du die Nadel ein Stückchen hinter deinem durchgefädelten Faden an, stichst sie durch den Mond und die Decke komplett durch und stichst dann von unten ein Stückchen weiter vor dem durchgefädelten Faden wieder nach oben. Wieder oben raus. Ich hoffe, man versteht das einigermaßen. Schau dir einfach die Bilder an. Ich glaube, dann versteht man es ganz gut. Den Faden ziehst du jetzt natürlich ganz durch und dann stichst du mit der Nadel wieder etwa 1 cm hinter dem Faden durch den Mond und die Decke durch und von unten wieder 1 cm vor dem Faden nach oben. Und so nähst du jetzt den Mond oder auch ein anderes Motiv einfach auf, indem du immer wieder ein Stückchen zurückgehst und dann einen Schritt weiter nach vorne gehst. So fixierst du deine Form wirklich fest auf deiner Decke und es kann später auch beim Waschen nichts passieren. Wie gesagt, wenn du eine Nähmaschine hast, kannst du es natürlich auch festnähen
Und wenn du gar keine Lust auf Nähen hast, dann könntest du einen Stoffkleber verwenden. Da weiß ich allerdings nicht genau, wie es funktioniert. Lies dir da am besten die Packung durch. Das gleiche machst du natürlich auch bei allen anderen Motiven. Ich zeige dir das hier nochmal beim Hasen. Ich habe hier auch ein bisschen rangezoomt, dann sieht man das vielleicht etwas besser, wie ich hier nähe. Also immer wieder ein Stückchen zurückgehen mit der Nadel, komplett durch die Form und durch die Decke durch und ein Stückchen weiter vorne wieder durchfädeln. Der Hase hat eine kleine Besonderheit, denn wenn du nur außenrum nähst, dann sieht es ein bisschen aus wie eine kleine Wolke oder so. Deswegen möchte ich jetzt hier am Rand vom Kopf auch gerne noch eine Naht setzen, damit der Kopf sich ein bisschen absetzt. Dafür legst du jetzt einfach deine Hasenschablone nochmal auf deinen Hasen aus Vlies drauf und malst mit einem Bleistift hier die Kontur von dem Kopf ganz leicht nach. Dann nimmst du dir wieder Nadel und Faden, fängst hier am äußeren Ende an, fädelst es einfach nur durch den Hasen durch, also nicht durch die Decke, ziehst es vorsichtig wieder nach oben und dann nähst du einfach hier so, wie eben gerade gezeigt, nochmal am Kopf entlang. Und durch die Naht setzt sich der Kopf dann so ein bisschen ab, sodass du nachher auch wirklich siehst, dass es ein Hase sein soll. Am Ende vernähe ich das Ganze immer, indem ich einfach 3-mal durch dieselbe Stelle nähe. So kann nichts passieren und das Ganze hält nachher auch beim Waschen. Jetzt nimmst du dir eine dickere Nadel und einen Stickgarn und damit machen wir jetzt die Augen. Zur Hilfe kannst du dir wieder deine Schablone auflegen, damit du ungefähr weißt, wo die Augen hinkommen. Und dann nähst du hier nur durch den Hasen, nicht durch die Decke, einfach 3- bis 4-mal durch, immer wieder hin und her, so wie ich das hier mache, bis das Auge fertig ist. Am Ende des Stickgarns brauchst du auch keinen Knoten machen, das zieht sich nachher einfach alles zurecht, sonst hättest du so einen dicken Knubbel unter dem Auge. Anschließend schneidest du den Faden richtig schön eng am Hasen ab und dann machst du das gleiche natürlich auch mit dem anderen Auge. Und dann erkennt man auch schon sehr gut, dass es ein kleiner Hase sein soll. Und das Ganze machst du jetzt natürlich auch noch bei allen anderen Formen, bis deine Decke nachher fertig ist. Ich habe beim Nähen für meine Decke 3 Tage gebraucht mit Ausschneiden, Auflegen und Kleben und Festnähen. Aber ich finde, das hat sich sehr gelohnt. Ich bin sehr glücklich mit meiner Decke und wollte das schon super lange machen und bin sehr happy, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe. Vielleicht ist das ja auch ein Projekt, wo du dran Spaß haben wirst. Und wenn du bis hierher geschaut hast, dann schreib mir doch super gerne nochmal in die Kommentare, welche deine Lieblings-Sailor-Kriegerin ist. Ich mochte am liebsten immer Sailor Moon, das war so mein Favorit. Ja, weil ich mich einfach gut mit ihr identifizieren kann. Ich bin auch super tollpatschig und chaotisch und deswegen konnte ich mich immer ganz gut mit Bunny und Sailor Moon identifizieren. Also schreib mir das mal super gerne in die Kommentare, welche deine Lieblings-Sailor-Kriegerin ist oder war. Und wenn du jetzt noch Lust auf weitere DIYs nach Anime und Manga hast, dann habe ich hier noch 2 Videos für dich. Abonniere natürlich super gern auch meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal beim nächsten Video hier wiedersehen. Bis dann!